Today there are highlights from the Getzenrodeo. I hope you guys enjoy. Natürlich nochmal richtig interessant, denn die Richtungsänderung kommt zum Tragen und natürlich auch die Joker-Lane, die absolviert werden muss von jedem der Piloten, der sich qualifiziert hat durch diese Getten. So, jetzt kommen wir hier unter. Das erste Mal zu uns. Billy Bones. Und die gehen natürlich gleich. Und schau, Meine Kamera ist am Heck. Und jetzt geht's hier gleich mal durch den Red Bull X und die Joker Lane. Die wollen sie gleich mal absolviert haben. So schmeißt das erste Mal das Arbeitsgelege ein Stück weit erhoben. Charakter nimmt hier auch gleich Fahrt auf. Also die Top 3 versuchen hier die Joker Lane gleich in der ersten Runde zu absolvieren. Oh, da zu kämpfen. Da müssen natürlich alle 20 durch. Alle 20 müssen durch diese Joker-Line. Los, Buddy! Joker-Line. Und unter keine Strafminuten, Strafzeiten abzusitzen. So, Achtung, da kommt schon die Piloten. Hat das Schwierigste einfach schon mal hinter sich. Bike einmal gewendet mit 180 Grad. Und jetzt kommt hier der nächste Steinhang, der schon wartet. Meine Lichter kommt ihm mal entgegen. Jetzt wird Anlauf genommen. Aber da muss er nochmal zurück. So, wir brauchen Unterstützung hier. Für den Erst- und Zweitplatzierten. Einmal England, einmal Deutschland. Billy Bones und Mani Lettenwichter hier im Schlagabtausch. Und an ihren Fersen hängt förmlich der Bulgare Komatschew. Billy Bones im zweiten Versuch. Auch hier noch Probleme. Jetzt versuchst du das hier zu Fuß, aber man muss sich wohl eingestehen, das funktioniert nicht ganz. So. Matt Green immer noch gut unterwegs.
spezielle Sache, positive Sache natürlich im Sinne aller Graham Jarvis-Fans. Der hatte sich jetzt, er klopft an hier an den Top 10. Graham derzeit auf Platz 10. Ja, Kamera nimmt noch ordentlich Fahrt auf. Ja, das ist das, was wir angesprochen haben. Wieder mal was über Mani Lettmischer. Da ist jetzt einer Zwiebelschale an der Sektion Zwiebelschale. Und wenn wir hier auf unseren Monitor schauen, das sieht schon. Hilft seinen Kollegen jetzt nochmal. Jetzt ist natürlich Kamatschef hier ein bisschen im Weg. Michi Wagner entscheidet sich hier mal für die Außen. Ja, kommt daher. Mühe, los, so. Schön anzusehen. Kratzer. Aber da ist natürlich das Problem, dass dann alle dahin gehen. Wir haben mehr als 30 km/h. Ebenfalls angekommen. Gotcha, angekommen. Alfredo Gomez nimmt die Outside Line. Und Graham Jarvis ist auch abgebogen. Ja, meine Freunde, das ist das 24MX Getzenrodeo. Können wir noch ein bisschen Stimmung haben hier für alle Rider? Unglaubliche Stile, liebe Wolle. Wahnsinn, was sich hier abspielt. Ja, ich verfolge jetzt hier am Monitor. Da hat man noch einen näheren Blick auf die Ereignisse. Das ist höchste Anstrengung. Der Spanier, der Bulgare hat einen Stoß an ihre Grenzen. Müssen aber dadurch, müssen einfach bergan. Und haben sich auch in der ersten Runde für diese Strapaze entschieden, denn dann haben sie diese Geschichte hinter sich. Ja, ich bin gespannt, was das jetzt hier in Sachen Taktik noch alles mit sich bringen wird. Ein Mario Roman, der da gleich mal außen rumgefahren ist, ein Didi Rudolf, ein Michi Wagner, die alle mal verzichtet haben in der ersten Runde auf die Red Bull Axel. Ebenso Matt Green, der fährt mal außen rum, zeigt in die Outside Line. Also das ist Mario Roman, der hier mal die äußere Linie genommen hat. Jetzt bin ich gespannt, ob das ein Vorteil sein wird, wenn er hier später erst in die Joker Lane, den Red Bull X-Loop einfährt oder dann doch schon vor einer ausgefahrenen Spur steht und dann ein noch schwereres Leben hat. Wir haben jetzt einen der Whitestone-Brüder, den echten, der probiert jetzt nach Graham Jarvis diese Hürde zu nehmen. Sein Bruder kommt herunter, der Mitch. Gibt es da noch einen Hinweis? Nimm die Linie, Bruder, nimm die. Jetzt müssen wir hier natürlich ein bisschen aufpassen, denn wie gesagt, die Checkpoints hier gilt es zu absolvieren. Und Brightmore, der steht jetzt hier noch auf Platz 3, aber der ist hier auch abgebogen und hilft. So, Dan Peace nimmt mal die Outside Line auf der Circle. Auch er hebt sich die Joker Lane, den Red Bull auf. So, jetzt Graham Jarvis im oberen Bereich. Ich denke, er hat das auch gleich gepackt. Er hat natürlich keinen Bruder zur Hand, der ihn hilft. Ja, ein Einzelkämpfer. Der hat keinen Mitch Jarvis am Start. Aber der macht das alleine. Der Altmeister, höchstpersönlich, der sich dort nach oben arbeitet. Und wer Graham Jarvis kennt, der weiß, das ist ein absoluter Edentechniker. Der genau weiß, was er tut.